Dann ist ja alles in Ordnung. Darüber möchte ich sprechen mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, mir nun zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Linnemann, sind Sie genauso zuversichtlich wie Habeck und Scholz, dass bis zum Ende der Woche tatsächlich ein neuer Haushalt steht? Hallo Frau Würzbach, ich finde das alles richtig lächerlich. Das ist einfach nur peinlich. Und natürlich freue ich mich auch mal als Oppositionspolitiker, wenn die sich mal streiten und wir mit einem besseren Vorschlag kommen. Aber ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Am Tag A haut ein Minister einen raus und nachmittags sagt der andere Minister der gleichen Bundesregierung, das geht so nicht. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, 3-4 Tage zu warten. Und wenn der Vorschlag dann noch Bestand hat, dann melde ich mich. Also um Ihre Frage zu beantworten, das ist lächerlich, diese ganze Debatte. Die sollen sich mal zusammenreißen und Politik für dieses Land machen. Und bei so vielen Steuereinnahmen wird man die 5 Milliarden ja wohl irgendwo herbekommen. Ja, Sie sprechen es gerade schon etwas an. So groß ist die Summe nicht im Verhältnis, die man jetzt dann noch aufbringen muss. Auffallend ist aktuell vor allem die FDP, die sehr viele Vorschläge hat, bei denen ehrlich gesagt oft schon klar ist, dass das mit dieser Koalition einfach nicht machbar ist. Haben Sie das Gefühl, die Liberalen bereiten sich da einfach schon auf eine Zeit nach der Ampel vor? Ja, das ist ja sehr auffällig, ne? Also ich finde das voll okay, wenn die Liberalen mal kommen und mal einen raushauen und eine Debatte anfachen. Die Partei muss ja auch wahrgenommen werden. Aber die machen das ja mittlerweile täglich. So, und deshalb habe ich schon das Gefühl, dass die provozieren wollen, dass sie nicht selber rausgehen wollen, sondern dann rausgeschmissen werden wollen und dann im Nachhinein sagen, so, liebe Wählerinnen und Wähler, jetzt habt ihr das Wort. Aber nochmal, das ist nicht mein Bier. Wir konzentrieren uns auf die CDU Deutschlands. Wir nutzen die ganze Zeit, sind stark aufgestellt, haben ein neues Programm, gehen mit voller Zuversicht nach vorne und sind bestens aufgestellt und jederzeit bereit für Neuwahlen. Heute war Ihre Union auch Thema, als der FDP-Generalsekretär Didier Saray bei uns im Studio war. Er hatte nämlich gesagt, das Entwicklungsministerium abzuschaffen, das hat 2019 mal nicht geklappt, weil die Union das nicht wollte. Was halten Sie denn heute von diesem Plan, der ja wieder im Gespräch ist? Also grundsätzlich finde ich Debatten über einen Ressortzuschnitt und dass man diese Ministerialbürokratie nicht weiter aufbaut, für richtig. Ich persönlich würde eher das Bauministerium in den Blick nehmen. Man hatte das Ziel, 400.000 neue Wohneinheiten zu bauen und hat vielleicht dieses Jahr 220.000 schafft man. Also ein reinstes Desaster. Aber insgesamt will ich mich der Debatte nicht verschließen. Wir werden mit einem eigenen Vorschlag kommen im Wahlprogramm. Aber eine Debatte zu führen, wie wir diesen ganzen Apparat auch verschlanken können, dass nicht immer mehr Ministerialbürokratie entsteht. Also da kann ich in der Sache den Kollegen nur unterstützen. Ich würde gerne mit Ihnen einmal auf die Landtagswahlen schauen, die am Osten bald anstehen. Mit Blick auf Sachsen und Thüringen können sich laut einer Forsa-Umfrage unter Parteimitgliedern der CDU 45% eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen. Gibt es ein Umdenken in Ihrer Partei? Eigentlich gibt es ja einen Parteitagsbeschluss, der genau gegen solch eine Koalition sich ausgesprochen hat. Genau, nein, da gibt es überhaupt kein Umdenken. 2018 in Hamburg gibt es einen klaren Beschluss, übrigens einstimmig, dass es keine Zusammenarbeit mit dieser Partei gibt. Und das weiß auch jeder und entsprechend agieren wir. Ich kenne die Hintergründe dieser Studie nicht. Natürlich gibt es auf kommunaler Ebene, Sie sehen das ja beispielsweise in Backnang im letzten Jahr, das ist der Wahlkreis von Ricarda Lang, wo auch die Grünen bei einem Theater mitgestimmt haben mit der AfD. Da haben sie hier und da mal Fälle in der Sache. Das gilt für alle Parteien, da muss man schauen, wie man damit umgeht. Aber für die CDU Deutschlands ist klar, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Jetzt muss man aber trotzdem sagen, dass vor allem unter den ostdeutschen Mitgliedern die Zahl sogar noch höher ist, 68%. Und man bleibt da ein bisschen noch immer bei der Suche nach Gründen. Immerhin in beiden Bundesländern gilt die AfD als gesichert rechtsextrem. Eine Koalitionsbildung kann extrem schwierig werden. Haben Sie da schon einen Plan? Also ich bin ja gerade in Sachsen, das läuft hier extrem gut. Das ist extrem schwierig, von Ihnen sehe ich hier nicht. Sie sehen die Umfragewerte und Sie haben ja einen Ministerpräsidenten mit Michael Kretschmer. Der macht das nicht so gut, sondern das ist ein einfach mal Machen-Typ. Der hat vor 5 Jahren versprochen, mehr Polizisten einzustellen, gemacht. Der hat vor 5 Jahren versprochen, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas einzustellen, hat er gemacht. Er hat versprochen, das Schulgeld abzuschaffen in Gesundheitsberufen, hat er gemacht. Also er macht einfach und ist ein Top-Typ. Und deswegen gehen wir hier voll auf Sieg und nichts anderes.
Wiefern merken Sie denn, dass die Bundesthemen diese Landtagswahlen bestimmen werden oder eben auch wirklich gar kein Thema sind, wenn wir jetzt sowohl auf die Ampelpolitik als auch auf Ihre Oppositionsarbeit schauen? Was ist den Menschen dort vor Ort wirklich wichtig? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich werde hier extrem oft angesprochen auf das Thema Bürgergeld. Also man will hier einen Mentalitätswandel, dass diejenigen, die Leistungen bringen, auch dafür honoriert werden. Was hier gegen den Strich geht, aber in ganz Deutschland, ist der Umstand, dass der Staat immer mehr in das Alltagsleben der ganz normalen Menschen reinregiert. Die wollen sich nicht vorhalten lassen, welche Heizung oder welchen Motor sie kaufen müssen, sondern sie wollen einfach ihr Leben leben. Und der Staat muss für den Rahmen sorgen. Und drittens, sie wollen einen funktionierenden Staat. Wenn man Steuern zahlt, will man einfach, dass der Staat funktioniert, von der Migration bis hin zur Deutschen Bahn. Und das sind so mit die Hauptthemen, die ich hier bezogen auf die Bundesebene höre. Carsten Linnemann, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Und dann sind wir gespannt, wann Sie sich das nächste Mal zum Haushalt äußern können, wenn Sie dem Ganzen ja immer ein paar Tage jetzt Zeit geben wollen bei all den Streitereien in der Ampel. Danke. So ist es, Frau Würzbach. In diesem Sinne, tschüss.